Hallo zusammen, ich bin die Anne und ich freue mich, dass ihr Tobis Kanal besucht. Da bin ich heute wenigstens nicht ganz allein unterwegs, weil der Tobi ist leider nicht fit. Ich gehe heute auf eine kleine Rundwanderung, naja klein, mittlere Rundwanderung, die hat ungefähr 14 Kilometer Länge und 300 Höhenmeter, befindet sich in Kroatien bei Bucet und wird die Sieben-Wasserfallrunde genannt. Ich bin jetzt hier auch schon ein Stückchen reingelaufen, wie ihr seht, und kann euch sagen, es war bis hierhin schon richtig, richtig toll. Und wenn ihr sehen wollt, wie die Tour so ist, dann begleitet mich doch, kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Der Start der Rundwanderung befand sich in unmittelbarer Nähe zum Campingplatz, auf welchem wir mit unserem Camper standen. Hier könnt ihr ihn sehen. Zu Beginn ging es für Anne über breiten Schotterweg gemütlich an der gefassten Mirna entlang. Hinter dem kleinen Outdoor-Fitness-Bereich wurden sowohl der Flusslauf als auch der Weg deutlich wilder und schöner. So ließ auch der erste Wasserfall nicht lange auf sich warten. Unweit des Wasserfalls passierte Anne einen alten Stollen. Sie hatte mir zwar hoch und heilig versprochen, keinen der in der Gegend vorhandenen Stollen zu betreten, aber, naja, Anne ist eben Anne. So, da bin ich schon ein ganzes Stück jetzt gelaufen, schön am Bach lang. Türkises Wasser, toll. Jetzt habe ich hier so einen Bergwerksstollen entdeckt, da soll es ja auch einige geben. Ich habe zwar gelesen, die sollen versperrt sein, aber wie ihr seht, der sieht ziemlich offen aus. Ich würde sagen, schauen wir doch mal kurz, oder? So, also weiter rein habe ich mich da nicht getraut, weil ist ja schon ein bisschen Gestein drüber. Aber das scheint ziemlich tief in den Berg reinzugehen. Naja, weiter geht's. Den zweiten Bergwerkstollen, der sich am zweiten Wasserfall befand, inspizierte sie dann aber lieber doch nicht eingehender. Stattdessen ging es an den ersten steilen Anstieg des Weges. So, gerade mal ein paar Meter weiter. Also hier ist wirklich alle paar Meter was zu sehen. Erst die Stollen, dann hat man die Wasserfälle. Und hier ist jetzt die erste scheinbar offizielle Kletterstelle, weil es hier am Felsen auch Seile gibt, die befestigt sind schon fest. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ich hoffe, die Seile waren gut zu sehen. Also da hängen wirklich viele.
Kletterer haben auch erzählt, dass hier durchaus was gemacht wird. Leider ist jetzt heute leer. Ich hatte gehofft, dass ich ein paar Leute zu sehen bekomme. Aber naja, ist auch so schön. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Ein Stück weiter wurde Anne für den ersten Anstieg mit einem weiteren kleinen Wasserfällchen belohnt. Wobei, fallen tut das Wasser hier nicht wirklich. Am dritten Wasserfall fiel das Wasser dann aber wieder richtig. Kein Wunder bei dem Gelände, ging es doch ab hier entgegen der Fließrichtung des Wassers steil den felsigen Hang hinauf. Teilweise war der Anstieg sogar etwas abenteuerlich, wie ihr hier sehen könnt. Nach den vielen Höhenmetern auf kurzer Strecke wurde Anne mit einer tollen Aussicht belohnt. Hier könnt ihr Busette sehen. Auf der anschließenden Strecke zum vierten Wasserfall konnte Anne dann wieder ganz entspannt die Umgebung genießen. So, nach den Kraxeleien an den Wasserfällen geht's erstmal über breiten Weg oben entlang und man folgt eine ganze Zeit lang auch einem Radweg. Wie ihr hier seht, das Schild, der 509er, das scheint ein ausgeschilderter Radweg zu sein. Hier verlasse ich ihn jetzt, er biegt ab und ich gehe da weiter. Die Napoleonbrücke, welche aus dem 19. Jahrhundert stammt, hätte Anne fast übersehen, da man sie von oben aufgrund ihrer verfallenen Oberfläche kaum vom restlichen felsigen Weg unterscheiden kann. Erst als sie erkannte, dass der Weg über einen Fluss hinwegführt, war ihr klar, dass das nicht von Natur aus so sein kann. Kurz hinter der Brücke tauchten die Ruinen des verlassenen Dorfes Glistonia wie aus dem Nichts auf. An dieser Stelle des Weges sah es aus, als wären unzählige Bagger lange mit dem Anhäufen von Bausand oder Ähnlichem beschäftigt gewesen. Aber weit gefehlt. Diese Dünen sind natürlichen Ursprungs und entstehen durch die Erosion eines bestimmten dort vorkommenden Gesteins.
Johari ging es nun mit angenehmem Gefälle längere Zeit bergab. Und das mit immer wieder schönen Aussichten. Wieder am Fluss angelangt, lohnt der kleine Abstecher zur alten Mühle, die sich kurz hinter dem 5. Wasserfall an die Steilwand schmiegt. Das Becken des 6. Wasserfalls lud mit seiner erfrischenden Farbe und dem klaren Wasser zum Baden ein. Leider hatte Anne keine Badesachen dabei. Der letzte Wasserfall lag nicht direkt auf dem Rundweg. Um diesen zu erreichen, musste Anne einen kleinen Abstecher von mehreren 100 Metern in Kauf nehmen. Diese allerdings lohnten sich für sie. Auch nach nun schon 6 anderen Wasserfällen. So, jetzt bin ich schon ganz schön weit gelaufen auf der Tour. Ich denke, 2/3 dürfte ich jetzt schon haben. Nach dem schweißtreibenden Anstieg am Anfang, der auch, würde ich sagen, die meisten Höhenmeter hatte am Stück, geht es dann ab der Kehre, wo man dann langsam sich wieder Richtung Heimat zurückorientiert, geht es dann vorwiegend bergab, nicht nur, aber immer dann schön am Flüsschen entlang und man kann da auch immer mal wieder runterklettern und wenn man die Zeit hat und das Wetter dementsprechend ist, dann kann man ganz bestimmt da auch super drin baden. Also das Wasser, das ist so klar und ist so einladend. Ich bin echt traurig, dass ich weder Zeit noch, es ist ein bisschen kalt, dafür habe. Ja, ich glaube, so weit, so gut. Dann gehe ich jetzt mal noch die letzten Meter. Schauen wir mal, ob ich recht behalte, dass es sich so ausläuft, die Tour. Trotz des gemütlichen Auslaufens des Weges blieb er weiterhin spannend und überraschte mit neuen Highlights. Anne musste den Fluss noch mehrmals über natürliche Furten überqueren, bis sie wieder am gezähmten Flussabschnitt anlangte und die letzten paar 100 Meter zum Ausgangspunkt zurücklegte. Die Wanderung liegt im Nordwesten Kroatiens, genauer im Norden von Istrien bei Buzet. Der Weg startet unweit eines Campingplatzes und führt in einer Runde vorbei an den namensgebenden 7 Wasserfällen und weiteren Highlights wie einem verfallenen Dorf und einer alten Brücke. So, da habe ich es jetzt fast geschafft. Ich bin ziemlich am Ende von der 7 Wasserfälle Tour. Und was gibt's zur Tour zu sagen? Also,
es lohnt sich wirklich jeder Kilometer. Schon am Anfang, wenn man in die Schlucht einsteigt und an dem Flüsschen entlang klettert und dann die Felswand an der Seite erklimmt, mehr oder weniger, kommt man schon an einigen Wasserfällen dann auch vorbei. Also man hat echt viel zu sehen, schon von Beginn an. Dann kommt man an einigen verfallenen Häusern vorbei, an Ruinen, wo man aber schon noch sehen kann, das waren Häuser. Also das ist auch immer ganz interessant. Später kamen 2 Stellen, da gab es sowas wie Dünen zu sehen. Das ist irgendwie ein besonderes Gestein, was da verfällt und wirklich aussieht wie Dünen mitten in der Landschaft. Auch wirklich sehr sehenswert. Man kam durch keinen Ort wirklich durch. Also es gab nur dieses Vor Kottli, jetzt fällt es mir nicht ein, aber da gab es nur ein Häuschen, an dem ich vorbeigekommen bin. Also wirklich von Ortschaft würde ich da nicht reden. Einkehrmöglichkeiten hatte ich jetzt auch keine. Wenn man dann die Kehre gemacht hat und sich wieder zurückbewegt, hat man auch erstmal den schweißtreibenden Teil der Tour hinter sich. Dann wird es etwas gemütlicher und entspannter. Man kommt nochmal an einer alten Mühle vorbei, die auch sehr schön war anzuschauen. Dann läuft man wieder am Bach oder Fluss ist es ja eher entlang, hat nochmal ein paar Wasserfälle, die man da mitnehmen kann. Auch alle sehr, sehr sehenswert. Und gegen Ende kommt man dann nochmal in einen engeren Schluchtbereich hinein, wo man dann durchwandert. Da hat man dann die steilen Wände, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Und man muss des Öfteren über Furten hinweg. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn hier mehr Wasser fließt. Also wenn es richtig geregnet hat, könnte das eine nasse Angelegenheit werden. Aber ich kam da gut durch. Also extrem abwechslungsreich, macht echt Spaß und man muss jetzt auch nicht der super extrem geübte Wanderer sein. Auch wenn diese Tour schwarz ist, also hier waren einige Leute unterwegs und unter anderem auch eine Familie, die mich immer mal wieder hier, naja, mal war der eine schneller, mal der andere, mit dem Filmen dauert halt ein bisschen. Familie mit 2 Söhnen, die so ja, im Teenie-Alter halt waren. Die sind das super gelaufen und die hatten dann Mordspaß dabei, weil man hat überall was zu entdecken. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in der Ecke hier seid, dann versucht diese Tour. Es lohnt sich wirklich. Dann freut es mich, dass ihr mich begleitet habt, dass ich nicht ganz alleine war heute. Schade, dass Tobi nicht dabei war, aber ich hoffe auf der nächsten Tour. Und ich hoffe auch, dass ich euch auf der nächsten Tour wiedersehe.